Hello students, hello everyone. I'm interested in cities. I love to explore them, photograph them and see how they develop. Unfortunately, sometimes things go wrong. In 1999, on my Eyewitness in Manchester website, I wrote an open letter to Manchester City Council protesting against their plans for Piccadilly Gardens. 20 years later, it's clear that it was a mistake and some people think it was a disaster. I think Manchester is far too inward-looking. We need to look to other parts of Europe and the world to compare and to contrast, and maybe to get some inspiration. And so we're going to visit another city I know well, Leipzig in eastern Germany. And we're going to find out about something that happened in the main square there that I still find shocking even today. Are there any parallels between Manchester and Leipzig? Please write in the comments. For my students and for the German-speaking audience, I've produced this German version of the video. There's also an English version. To follow this video in English, just activate the subtitles. I've waited a long time to tell this story, so please help me out by liking, subscribing and helping to spread the word. So, it's time now to make our way to the tram. Vom Flughafen gelangt man in 55 Minuten mit der Straßenbahn in die Piccadilly Gardens, einen einst schönen offenen Platz im Zentrum der Großstadt Manchester, die ungefähr 300 Kilometer oder 180 Meilen nordwestlich von London liegt. Seine Wurzeln reichen etwa ein Jahrhundert zurück. Um 1900 wurde das frühere Spital abgerissen und hinterließ einen Leerraum. Die Fundamente des Krankenhauses wurden in versunkene Gärten verwandelt. Eine Kunstgalerie wurde geplant, aber nie gebaut. Manchester wurde im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert. Durch Abriss wurde der Platz noch größer. Eigentlich wurde er nie als Platz oder Square bezeichnet, sondern immer nur als Gärten oder Gardens. Die Piccadilly Gardens hatten ihre Blütezeit in den Nachkriegsjahrzehnten. Jeder kam hierher, um sich zu entspannen, um Mittag zu essen, die Zeitung zu lesen oder die Grünanlagen und Blumen zu bewundern. Die Gärten sind von vielen interessanten Gebäuden umgeben. Zum Beispiel Lagerhausfassaden aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ein sehr interessantes Gebäude im indischen Stil, das früher das Lions Popular Café war. Auf der anderen Seite befindet sich der futuristische Piccadilly Plaza, der 1965 fertiggestellt wurde, mit seinem hohen Turm, dem Hotel aus Stelzen und einem kleineren Gebäude, dem Bernard House, mit einem sehr ungewöhnlichen Dach. 1992 wurde der erste Teil des Straßenbahnsystems Metrolink fertiggestellt. Die Gleise tangierten die Gärten ein wenig, aber nicht allzu sehr. Leider versäumte es der Stadtrat von Manchester, die Gärten und Bäume zu pflegen, sodass das Gebiet langsam verwahrloste und zu einem Ort des Trinkens, des Drogenkonsums und krimineller Aktivitäten wurde. Aber an sonnigen Tagen sahen die Gärten noch schön aus. Da das Gebiet nun völlig verwahrlost war, argumentierte der Stadtrat von Manchester, musste es von Grund auf erneuert werden. So kündigte der Stadtrat 1999 eine Neugestaltung an. Als ich die Zeitschrift City Life aufschlug und sie sah, war ich schockiert. Die versunkenen Gärten sollten aufgefüllt werden. Ein neues Bürogebäude, ein Betonpavillon und eine Mauer sollten auf der Grünfläche errichtet werden. Das erinnerte mich sofort an die Berliner Mauer. Ich schloss mich anderen zusammen und erhob Einspruch. Unsere Einwände wurden jedoch verworfen und die neuen Gärten wurden errichtet. Sie wirkten fremd in der Umgebung, als ob jemand einen Teppich auf dem Platz ausgerollt hätte oder ein riesiges außerirdisches Brettspiel.
Es schien falsch, an diesem Ort zu sein. Der Stadtrat von Manchester sagte, er sei sich sicher, dass die Einwohner von Manchester ihre eindrucksvollen Gärten lieben würden. Sie wurden vom führenden japanischen Architekten Tadao Ando entworfen. Später las ich, dass er Manchester nie wirklich besucht hatte. Sein Team erledigte die Arbeit. Andere Veränderungen fanden statt. Das Burnett House und die Fassade im indischen Stil wurden abgerissen und durch minderwertige Strukturen ersetzt. Die Mauer war hässlich und blockierte die Sicht. Am besten sah sie nachts aus, wenn man sie nicht richtig sehen konnte. Aber zumindest die Springbrunnen waren eine Attraktion. Im Sommer wurden die neuen Gärten gut genutzt, aber es gab Probleme mit dem Rasen und der Springbrunnen ging immer wieder kaputt. Im Gespräch mit Leuten hörte ich sie sagen, warum in aller Welt haben sie diese Mauer errichtet? Der japanische Architekt Tadao Ando ist weltbekannt. Sein bevorzugtes Material ist Sichtbeton. Er hat Museen in Japan, Deutschland und den USA entworfen. Seine Kreationen sehen wahrscheinlich in einem trockenen Klima besser aus, wo es viel Sonne gibt. Ein offener Platz im Zentrum einer nordenglischen Stadt ist einfach nicht der beste Standort für sein Werk. Im April 2014 führte die Manchester Evening News eine Meinungsumfrage durch. 3/4 der Leser, die antworteten, hassten sie. 6 Jahre und 7 Monate später, in den frühen Morgenstunden von Montag, den 23. November 2020, wurde der freistehende Teil der Mauer niedergerissen. Doch der Betonpavillon und das Bürogebäude sind immer noch existent. Die Geschichte ist nicht vorbei. We are now approaching Piccadilly Gardens, where you can change the services to Bury and local buses. Don't forget to touch out. Nun lassen Sie uns in die großartige Stadt Leipzig wechseln, die etwa 150 Kilometer oder 90 Meilen südlich von Berlin liegt. Vom Flughafen ist es eine 30-minütige Zugfahrt zum Augustusplatz, einem öffentlichen Platz in der Leipziger Innenstadt. Seine Ursprünge reichen einige Jahrhunderte zurück. Als die alten Stadtmauern abgerissen wurden, gab es auf der Ostseite der Altstadt ein offenes Gelände. Viele interessante Gebäude entstanden in der Nähe vom Platz. Im 19. Jahrhundert wurde das Opernhaus, ein Kunstmuseum und der Mendelbrunnen gebaut. Das Kochhaus aus den 20er Jahren war eines der ersten hohen Gebäude in Deutschland. Die Paulinerkirche wurde 1231 erbaut. Martin Luther weihte die Kirche 1545 ein, als sie Teil der Universität wurde. Johann Sebastian Bach war hier Musikdirektor. Leipzig wurde im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert und viele historische Gebäude wurden zerstört. Zum Glück blieb die Paulinerkirche nahezu unversehrt erhalten. Die sowjetische Besatzungszone wurde 1949 zur Deutschen Demokratischen Republik. Nach und nach wurde die Stadt nach kommunistischen Prinzipien aufgebaut. Auf dem Augustusplatz entstand ein neues Opernhaus. In der Paulinerkirche fanden Gottesdienste und Konzerte statt. Aber am 30. Mai 1968 wurde die Kirche nach einem Beschluss der kommunistisch geführten Stadt- und Universitätsbehörden gesprengt. Sie musste neuen Universitätsgebäuden weichen. Der ostdeutsche Staatschef Walter Ulbricht soll gesagt haben, das Ding muss weg. Viele Menschen kamen, um schweigend der Zerstörung beizuwohnen. Oppositionelle wurden verhaftet. Es herrschte Bestürzung und Resignation. Ein Widerhall der Ereignisse in der benachbarten Tschechoslowakei im selben Jahr 1968.
Der Uniturm wurde von Hermann Henselmann entworfen. Er sollte wie ein Buch aussehen und wurde ein Wahrzeichen von Leipzig. 1988 wurde ein neuer Konzertsaal für das Gewandhausorchester eröffnet. Mit seinen großen Fenstern, den Kunstwerken im Inneren und seiner geometrischen Gestaltung erinnert er an die Bridgewater Hall in Manchester. Im Jahr 1989 fanden auf dem Augustusplatz die Montagsdemonstrationen statt. Bald darauf fiel die Mauer und mit ihr die DDR. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wiedervereinigt. Bauarbeiten begannen. Der Augustusplatz wurde umgestaltet. Es wurde eine Tiefgarage gebaut und ein Teich mit Springbrunnen angelegt. Nicht alle waren glücklich. Die Leute sagten, die Lüftungsschlitze sähen aus wie riesige Kerzen. Was die Paulinerkirche betrifft, so wollten einige, dass sie wieder aufgebaut wird, wie die Frauenkirche in Dresden. Aber die Universität hatte andere Pläne. Der Architekt Erik van Egeraat schuf ein Gebäude, das eine Hommage an die Paulinerkirche darstellt, aber nicht versucht, sie nachzubauen. Das Innere ist beeindruckend. Es wird als Universitätskirche und Aula genutzt. Die Kontroversen gehen weiter. Auf der anderen Seite des Augustusplatzes gab es 2015 Proteste gegen die Umbaupläne des Postgebäudes. Die Geschichte geht weiter. Eigentlich wird sie nie zu Ende sein. Städte verändern sich. Städte werden zum Guten oder zum Schlechten von Politikern und Planern verändert. Aber hoffen wir, dass nichtsdestotrotz der wahre Charakter der Stadt durchscheinen wird. Nächste Haltestelle Hauptbahnhof. Zentraler Umsteigepunkt. Ich finde die Entscheidungen von Politikern und ihren Beratern oft erschreckend. Im Jahr 2021 haben wir den Brexit, auch ein Desaster. Aber auf der positiven Seite kann ich Manchester und Leipzig wärmstens empfehlen. Es sind großartige Städte. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Vielen Dank und bis bald.